Was ist eure erste Reaktion, wenn ihr einen Pickel im Gesicht habt? Also, wenn bei mir auch nur ansatzweise ein kleiner Pickel irgendwo zu sehen ist, der den meisten nicht mal auffallen würde, da drücke ich da sofort rum. Auch wenn ich weiß, ja, ich weiß, soll man nicht machen, ist mir dann aber auch scheißegal. Ich mach's trotzdem. Ich mach's damit natürlich schlimmer und denke mir dann zum Schluss, viel besser. Und dann haue ich mir da noch ein bisschen Make-up drüber und fertig ist das Chaos. Nice. Als ich die Pille abgesetzt habe, war meine größte Angst, Pickel zu bekommen. Das klingt dramatic, aber es ist so. Und als ich sie dann tatsächlich bekommen habe, hat es mich psychisch ziemlich mitgenommen und ich habe mich teilweise auch echt ein bisschen geschämt. Und hier auf dem Kanal habt ihr es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, weil ich alles immer ganz schön fett überschminkt habe. I'm sorry, es war so. Aber wieso ist das so, dass dieses Bild von makelloser Haut einen so hohen Stellenwert für uns hat? Und wieso müssen sich Betroffene teilweise dann anhören, dass sie ekelhaft seien und dass Pickel etwas sind, woran sie selbst schuld sind, weil sie ja schmutzig sein? What? Unser Bild von normaler Haut ist so gebrainwashed von Photoshop und Filtern, dass wir beim täglichen Durchscrollen von Instagram selbst bei Promis denken, dass sie nie im Leben Pickel haben. Aber Newsflash, natürlich haben sie die. In diesem Video habe ich mich mit Akne beschäftigt, einer meiner größten Unsicherheiten. Ich wollte herausfinden, wieso dieses Thema mit so viel Scham behaftet ist und was das mit Menschen machen kann, die starke Akne haben. Dafür haben wir mit Nicole gesprochen. Sie hat nach dem Absetzen der Pille Akne bekommen und uns erzählt, wie es ihr damit wirklich ging. Und wir haben mit Psychodermatologin Dr. Verena Beck gesprochen, die uns sagt, wieso es vor allem wichtig ist, nicht nur die Haut, sondern auch die Psyche zu behandeln. Und kleiner Spoiler, es wird auch darum gehen, warum Akne-Shaming richtig beschissen ist. Erstmal sollten wir vielleicht klären, was genau Akne oder auch Akne vulgaris genannt überhaupt ist. Etwa 85% aller Menschen leiden einmal im Laufe ihres Lebens an Akne, oftmals während der Pubertät. Yay, Puberty! Weil hier die Hormonumstellung dazu führt, dass der Körper mehr Teig produziert. Und dieses körpereigene Fett bleibt oft an den Teigdrüsen hängen. So entstehen Mitesser und wenn die sich entzünden, Pickel. Und das dann auch im Gesicht, im Nacken, im Dekolleté, am Rücken und so weiter. Psychodermatologin Dr. Verena Beck hat für uns mal eingeordnet, ab wann es eben nicht mehr nur Pickel sind, sondern Akne. Wenn das Ganze über ein bisschen einen längeren Zeitraum geht, also sich wiederholt, jetzt kein kurzer Moment ist von einer Woche, so einzelne Pickelchen, die auch mal hormonell auftreten können, dann muss man sich das Hautbild anschauen. Bei einer Akne gibt es meistens erhöhte Teigproduktion und dann ist eine entzündliche Komponente meistens dabei und je nach Schweregrad gibt es da eben leichtere Verläufe, mittelgradige bis ganz, ganz schwere. Nach der Pubertät können die Pickel dann auch wieder verschwinden, müssen sie aber nicht. Und eine der schwersten Formen der Akne ist die Akne conglobata oder auch zystische Akne genannt. Unter dem Hashtag Acne Positivity wird beispielsweise immer mehr darüber aufgeklärt und noch viel wichtiger, da sieht man so eine Haut auch mal ganz ohne Filter. Je nachdem, wie stark die Akne auftritt, kann es zu schmerzhaften und hochentzündlichen Knoten und Aknenarben kommen und teilweise sogar zu Zysten, die so groß werden können wie Golfbälle. Bei Nicole war es beispielsweise so. 1 bis 2 Jahre nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, hat sich bei ihr eine starke Akne an den Wangen entwickelt. Die Haut hat sich einfach furchtbar angefühlt. Klar, vor allem in den schlimmsten Phasen, wo ich schon 10, 20 Pickel hatte, hat man es wirklich ungern angefasst. Klar, es hat auch super wehgetan. Also es gab Abende oder Nächte teilweise, wo ich mich nicht auf eine Seite drehen konnte, weil die Seite so wehgetan hat, weil da wirklich so viele Entzündungen waren, die einfach nicht über Nacht weggegangen sind. Als ich in den Spiegel geguckt habe, ja, viel geweint. Also bin ich ganz ehrlich. Was ist passiert, dass es so schlimm werden konnte? Es nagt natürlich sehr am Selbstwertgefühl. Klar, dann spielt Social Media spielt auch eine große Rolle. Man sieht die überperfekten Gesichter, die natürlich, man weiß, dass sie bearbeitet sind. Aber man macht sich, glaube ich, das nicht so oft bewusst, dass es so ist. Darüber, wie man in einer perfekten, Beauty-Filter-überladenen Social-Media-Welt überlebt, haben wir ja schon mal in einem anderen Video gesprochen, verlinke ich euch hier oben. Wie aber auch euer Portemonnaie überlebt, wenn ihr Akne habt, darüber sollten wir jetzt sprechen. Ich kenne das selbst. Als ich auf einmal angefangen habe, Pickel und hormonelle Akne zu bekommen, war ich völlig überfordert mit der Situation. Ich hätte wirklich alles geben können, um mir irgendwas ins Gesicht zu schmieren, damit jetzt möglichst sofort alles über Nacht verschwindet. Wenn irgendwo eine Werbung auf Instagram war, Leute, ich habe so schnell hochgeswiped und die Sachen gekauft, das glaubt ihr gar nicht. Aber nicht nur Social Media ist schuld daran, dass Akne in der Gesellschaft einfach nicht gesehen wird, sondern auch diese ganzen Werbespots von Pflegeprodukten, die dir versprechen, innerhalb von 24 Stunden alle Pickel loszubekommen und dann sitzt man so da, sieht, wie sich die Models mit makelloser Haut einfach Wasser ins Gesicht spritzen und dann lächelnd eine
eine Creme auftragen. Digga, wo zum Teufel sind da die Pickel in den Werbungen? Bei mir sieht das so ein bisschen anders aus. Es gibt aber tatsächlich eine Erklärung dafür, denn schuld an diesen ganzen Werbegeschichten sind selten die Unternehmen selbst. In Deutschland ist, wie wir ja alle wissen, alles ziemlich genau geregelt. Und selbst wenn es um Pickel geht, gibt es eine strikte Kosmetikverordnung. Die sagt, dass KosmetikerInnen keine Werbung für Aknebehandlungen machen dürfen und für Unternehmen ist irreführende Werbung untersagt. Heißt, die Werbung darf keinen medizinischen Background versprechen, denn therapeutische Behandlungen müssen von ÄrztInnen oder HeilpraktikerInnen durchgeführt werden. Im Gespräch mit Psychodermatologin Dr. Verena Beck ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass in so einem ärztlichen Gespräch auch ganz genau auf die Produkte und Inhaltsstoffe geschaut werden kann, die man selbst in seiner Skincare-Routine benutzt. In vielen Produkten sind sogenannte komedogene Stoffe drinnen, das heißt Produkte, die die Talgaktivität vielleicht sogar erhöhen, die Poren verstopfen und das Ganze wirklich noch vorantreiben. Manchmal reicht es schon, ein Produkt auszutauschen und die Haut verbessert sich. Also innerhalb von 24 Stunden geht gar nichts. Die Entzündung findet ja im Follikel statt, also in dieser Teigzyste. Und eine Entzündung braucht also wirklich ein paar Tage, bis sie tatsächlich abheilt. In der Verzweiflung haben viele Betroffene Hoffnungen in stärkere Medikamente. Manche Tabletten sorgen dafür, dass der Körper weniger Teig produziert, du wirst also von innen heraus ausgetrocknet. Diese Medikamente können aber eine ganze Reihe an Nebenwirkungen haben. Andere wiederum bekommen direkt die Pille verschrieben oder hoffen darauf, dass die Produkte aus der Drogerie helfen können und geben da Unmengen an Geld aus. So oder so, das Ganze kann ziemlich teuer werden. Natürlich, weil es ist wieder diese Hilflosigkeit. Wenn man an einem Punkt ist, wo man wirklich nicht mehr weiß, was man machen soll, probiert man die tausendsten Sachen aus. Wenn ich es grob hochrechne, waren es bestimmt 400, 500, 600 Euro, die ich in der Zeitspanne von 2, 3 Jahren ausgegeben habe. Wahrscheinlich mehr. Ich habe irgendwann gelesen, es gibt ganz tolle Tabletten, die man nehmen kann. Die habe ich mir bestellt. Natürlich auf natürlicher Basis. Die habe ich einen Monat ausprobiert. Hat nichts gebracht. Ich habe eine Marke entdeckt online, die angeblich alles selbst anmischt, auf deine Haut angepasst. Hat nichts gebracht. Aus Amerika, hat super viel Geld gekostet. Man macht schon Sachen, wo ich heute sage, oh Gott, würde ich nie wieder machen. Ja? Zum Beispiel so Dermaroller oder sowas alleine zu Hause ausprobieren, mit irgendwelchen Nädelchen im Gesicht rumexperimentieren, die Haut super reizen. Ich glaube, das hat alles viel schlimmer gemacht. Ja, und dann ist man halt das ganze Geld los und denkt sich so, naja gut, hat eigentlich nichts gebracht. Auch wenn Akne und Pickel etwas total Normales sind, ich weiß selbst, wie schwer es ist, das einfach zu akzeptieren. Bei mir zum Beispiel sind keine Narben entstanden, das kann aber auch anders laufen und nachhaltig das eigene Bild und im schlimmsten Fall das eigene Leben beeinflussen. Bei der Recherche habe ich immer wieder gelesen, dass Menschen mit Akne im Alltag immer mehr zum Make-up greifen. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und abends beim Abschminken vom Spiegel kann man sich dann zum Beispiel wieder ziemlich schlecht fühlen. Für Nicole hat sich Make-up irgendwann angefühlt wie keine Option, die man hat, sondern eher etwas, was sie tun musste. Es war jetzt nicht mehr nur, ja, ich schminke mir die Augen, weil ich es super schön finde und weil ich mal was Neues ausprobieren will, sondern ich muss hier irgendwas verstecken. Wie so ein Schutzmantel. So jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn ich ein bisschen mehr Make-up trage. Betroffene sagen, dass sich das Leben dann nicht nur danach richtet, die Akne vor den Blicken der anderen zu verstecken, sondern zum Beispiel auch neue Beziehungen einzugehen ist schwer. Da sei dann einfach eine zu große Scham da, um sich berühren oder küssen zu lassen oder sich vor anderen umzuziehen. Und manche berichten auch davon, dass sie zum Beispiel nicht mehr zu ihren Sportkursen gegangen sind, weil sie in der Umkleide Blicke gemerkt haben. Teilweise wollte ich nicht mehr rausgehen. Ich habe teilweise sogar Termine abgesagt und ja, das geht schon sehr an Selbstwertgefühl und an die Psyche. Pickel können leider auch im Job besonders unter Druck setzen, zum Beispiel wenn man mit Kunden in Kontakt treten muss oder einen Job in der Beauty-Branche hat, so stark, dass sie einzelne Veranstaltungen oder Meetings absagen oder auf Familienfeiern verzichten oder Hochzeiten ihrer Freunde oder Bekannten sausen lassen. Selbst die perfekten Promis, was sind das für... Entschuldigung, das ist ein Stranger. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Selbst die perfekten Promis bekommen leicht mal einen Shitstorm ab, wenn Pickelchen zu erkennen sind. Bestes Beispiel dafür ist Kendall Jenner, die bei den Golden Globes 2018 ziemlich böse Kommentare einstecken musste für die leichte Akne, die unter ihrem Make-up zu sehen war. Bei meiner Recherche habe ich gelesen, dass Betroffene sogar gefragt werden, wie sie denn mit so einer Haut leben können. Dazu können dann noch richtig verletzende Schimpfworte fallen, was einfach absolut nicht cool ist und zu ernsthaften psychischen Belastungen und Krankheiten führen kann. Laut einer Studie, bei der 2 Millionen Patientendaten ausgewertet wurden, kam raus, dass von den Menschen mit starker Akne ca. 18% an Depressionen erkrankt sind. Andere wiederum ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld zurück und isolieren sich und die Angst vor Ablehnung und Stigmatisierung steigert die soziale Phobie. Menschen mit Akne können sich hilflos fühlen, das Selbstbewusstsein kann leiden, man kann sich unattraktiv finden und der psychische und innerliche Druck kann immer größer werden und das hat mir übrigens auch Nicole bestätigt. Meine Psyche, ich würde sagen, eher am Anfang stabil.
aber mit der Zeit immer schlechter. Je schlimmer meine Haut wurde, desto schlimmer bin ich, glaube ich, in so ein Loch gefallen. Also bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte sehr depressive Phasen, wo ich echt abends nur noch da saß, mich ins Bett verkrümelt habe. Also ich bin von der Arbeit gekommen, habe mich ins Bett gesetzt und habe geweint, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und jetzt sagen vielleicht viele so, naja, mein Gott, nur wegen so ein paar Pickelchen. Naja, also es macht ja schon was mit einem. Es ist ja nicht nur, dass es irgendwie komisch aussieht, sich komisch anfühlt, sondern du hast ja auch wirklich Schmerzen. Ich kann an Nicole sehr nachfühlen, auch wenn ich keine starken Schmerzen hatte. Ich hatte auch Tage, an denen ich mich kaum anschauen konnte oder auch gar keine Lust hatte, Dinge zu machen, weil ich nicht wollte, dass man mich so sieht. Acne-Shaming muss aufhören. Und ihr wisst, hier auf dem Kanal ist es uns besonders wichtig, dass wir uns von den Schönheitsidealen und gesellschaftlich konstruierten Normen loslösen. Uns treffen Beleidigungen immer besonders hart, wenn wir das, was angegriffen wird, auch selbst als einen Makel ansehen. Wir leben in einer Welt, in der Unternehmen von unseren Selbstzweifeln profitieren, ob Pflegeprodukte oder Abnehmprodukte. Wenn wir uns unsicher fühlen, kaufen wir den Quatsch. Aber was wäre, wenn uns das alles so ein bisschen egaler wäre? Ich weiß, ist ein wilder Vorschlag. Und vor allem, leichter gesagt als getan. I know. Aber alles, was ich damit meine, ist, wir sind mehr als unsere Pickel oder Akne. Und wenn wir die Akne behandeln lassen wollen, dann sollten wir das für uns und nicht für andere tun. Und hier gibt es langsam aber sicher einen kleinen Wandel. Bisher hat man eher den Fokus bei Hautkrankheiten darauf gelegt, nur die Haut zu behandeln, statt auf die Psyche zu schauen. Eine kürzlich von der British Skin Foundation durchgeführte Umfrage ergab, dass 9 von 10 DermatologInnen sich einig sind, dass die psychologischen Auswirkungen von Hauterkrankungen nicht genügend ernst genommen werden. Und 2021 hat das National Institute for Health and Care Excellence zum ersten Mal psychosoziale Unterstützungen bei Akne-Patientinnen empfohlen. Für Psychodermatologin Dr. Verena Beck ist das eine Entwicklung, die für sie schon sehr lange notwendig ist. Ich wollte den Menschen immer als Ganzes sehen und als Ganzes behandeln. Also da schließt sich der Kreis immer wieder. Ich meine, die Haut ist einmal unser größtes Sinnesorgan. Das ist das, was wir nach außen hin zeigen. Ja, das ist das Erste, was man sieht. Und wenn jetzt jemand eben in dem Fall an Akne leidet, dann wird das sofort wahrgenommen von den anderen und derjenige fühlt sich oft dadurch schon wieder schlechter. Das Schlechtfühlen erzeugt wiederum Stress und Stress verstärkt die Entzündung, weil es wieder vermehrt Entzündungsfaktoren dann freisetzt und das ist ein richtiger Teufelskreis. Es gibt ja auch das Sprichwort, die Haut ist der Spiegel unserer Seele. Sie zeigt ja auch in gewisser Weise, wie wir uns fühlen. Diesen psychischen Druck, den Dr. Verena Beck hier gerade beschrieben hat, kennt auch Nicole, denn sie ist selbst während ihrer schlimmsten Aknephase in eine Art Loch gefallen. Natürlich will man schön aussehen und sich zurechtmachen. Ich hatte Momente, wo selbst das nicht mehr ging. Ich war an einem Punkt, selbst eine Creme hat wehgetan. Schönes Make-up oder so konnte ich nicht mehr tragen, weil meine Haut so gebrannt hat. Ich finde tatsächlich, zumindest war das meine Erfahrung, konzentrieren sich Hautärzte viel zu wenig darauf. Ich finde es super, dass es immer mehr Hautärzte gibt, die sich darauf fokussieren, weil ja viele natürlich dann auch in so ein Loch fallen, ne? Sich irgendwie ein bisschen verstecken vor der Welt, nicht mehr rausgehen möchten, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Und das sollte ja nicht sein. Mir wurde im Laufe dieses Videos klar, Akne und Psyche sind so miteinander. Gehen Hand in Hand miteinander. Ich dachte, man kann es auch zeigen. Sorry, das klingt jetzt voll. Ich lieb's. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist strange. Nein. Akne und Psyche gehen Hand in Hand miteinander. Dann halt ohne Handbewegung. Die Haut ist nun mal das größte Organ des Menschen und kann Gefühle darstellen. Überlegt mal. Gänsehaut haben wir, wenn es emotional wird. Rot werden wir meistens, wenn es etwas unangenehm ist. Wir schwitzen, wenn wir ängstlich sind und einzelne Pickel bekommen wir, wenn wir Stress haben. Stresspusteln halt. Aber Achtung, die Psyche ist nicht die Ursache von Akne. Das betont auch Privatdozent Wolfram Hötzenecker in einem Artikel mit dem Titel Depression auf der Haut. Er sagt, dass die Psyche die Hauterkrankungen beeinflussen kann und auch umgekehrt. Beeinflussen, nicht auslösen. Unter den Hashtags Acne Positivity, Free the Pimple oder Skin Positivity entsteht eine Community, die für Betroffene wie eine Art Selbsthilfegruppe funktionieren kann. Dort kann man sich austauschen, man sieht, dass man nicht alleine ist, realisiert vor allem, dass es jede Person betreffen kann und auch Nicole hat es geholfen, besser damit umzugehen. Ich bin Kanälen gefolgt, die ihre Entwicklung gezeigt haben mit der Akne, die teilweise schlimmer war als meine, wo ich so dachte, wow, das geht doch auch bei mir. Acne Positivity, also bei dem Hashtag stehe ich jetzt nicht so 100%ig dahinter, weil für mich nach wie vor Akne nichts Positives ist. Das ist eine Krankheit, die auch nicht heilbar ist. Damit muss man nun mal leben und man kann die Symptome bekämpfen. Skin Positivity stehe ich komplett dahinter. Vielleicht eher sowas wie Acne Normality. So da absolut, man muss es einfach normalisieren, man muss darüber reden. Es geht übrigens nicht darum, Pickel cool zu machen oder so, sondern es geht eher darum, dass Leute ihre Pickel nicht mehr verstecken müssen. Und vielleicht hilft auch der Gedanke, dass die Behandlung eines Pickels nicht immer
immer bedeutet, dass man sich dafür schämt. Genauso individuell wie Akne sein kann, ist auch der Umgang damit. Aber ich glaube, so 2 bis 3 Mythen können wir echt aus der Welt schaffen. Zum Beispiel, Menschen, die unter Akne leiden, sind nicht schmutzig oder unhygienisch. Im Gegenteil, sie waschen höchstwahrscheinlich sehr viel öfter ihr Gesicht, wechseln ihre Kissenbezüge regelmäßiger als andere und reinigen ihre Make-up-Pinsel. Ich meine, wie sauber sind eure Make-up-Pinsel? Meine müsste ich mal wieder waschen. Sie sind auch nicht alle direkt faul oder leben einen ungesunden Lifestyle. Leute, Akne ist auch nicht ansteckend. Auch das haben sich Menschen anhören müssen. Nicole hat uns verraten, was ihr Brustrausmoment war, bei dem sie erstmal mit all diesen Vorurteilen abgeschlossen hat. Richtig stark gefühlt mit meiner Akne habe ich, glaube ich, der erste Instagram-Post, wo ich mich tatsächlich nackig gezeigt habe, also ohne Make-up und halt so, hey, so sieht's aus, ne? Also ich habe, glaube ich, das war das erste Bild irgendwie von meiner schlimmsten Zeit. Da war ich wirklich ein bisschen stolz auf mich, dass ich die Überwindung irgendwie hatte, das zu posten, weil das ja schon durchaus ein paar Menschen sehen. Und deswegen finde ich, das sollten viel, viel mehr Menschen machen und sich auch viel mehr trauen und aus sich rauskommen. Ja, das war, glaube ich, so mein Brustraus-Moment. Wir halten fest, die ganze Zeit nach perfekter Haut streben ist super toxisch für unseren Kopf, was dazu führt, dass unsere Psyche unser Hautbild beeinflussen kann. Es gibt Menschen, die starke Schmerzen durch ihre Akne haben und darunter auch einfach wirklich leiden. Ihnen also zu sagen, sie sollen sich mal nicht so anstellen, ist schwachsinnig. Dadurch, dass Akne so individuell ist und auch mit der Psyche zusammenhängen kann, ist es besser, wenn man keine ungefragten Ratschläge gibt. Das, was bei dem einen hilft, hilft beim anderen vielleicht nicht. Und egal wie stark oder schwach jemand von Akne betroffen ist, am Ende muss man sagen, Akne ist vor allem eins, menschlich. Jetzt würde es mich mega interessieren, was ihr zu dem Thema sagt. Wie geht ihr mit Pickeln oder vielleicht sogar mit Akne um? Belastet euch das oder ist euch das vollkommen egal? Und was hat euch dabei am besten geholfen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt und checkt gerne mal dieses Video zum Thema Schönheitsideale aus, weil hier wird auch nochmal klar, dass wir dem nicht ständig gerecht werden können. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen, das hilft uns immer sehr und kommt bitte nächste Woche wieder. Bye!